Eine Anfrage beginnt immer mit einer Frage. Zum Beispiel, ich brauche eine Blindmutter für ein Stahlblech. Und unser Tool, das wir hier auf der linken Seite sehen, antwortet dann, hier sind einige Riffle-Blindmuttern von Böllhoff. Jetzt können wir hier nach und nach mal uns die einzelnen Elemente angucken. Zunächst wird einmal vorgeschlagen, die Suche noch weiter zu verfeinern. Denn oft ist es so, dass Kunden gar nicht so genau wissen, was genau sie benötigen, sondern es beginnt immer erstmal mit einer groben Anfrage. Ein erster AI-Agent wird hier helfen, die Anfragen zu verfeinern. Das nächste ist eine Expertenfrage, die hier wartet. Wie dick ist das Blech, in das die Blindmutter gepresst werden soll? Das Unternehmen Böllhoff hat die Möglichkeit, Fragen, die der Vertrieb den Kunden normalerweise stellen würde, auch manuell mit in diese Beratung hineinzugeben. Und welche Frage zu dieser Anfrage jetzt die ist, die am relevantesten ist, um sie zu stellen, entscheidet wiederum wieder ein AI-Agent. Als nächstes wird hier im Thread vorgeschlagen, welche der Produkte wohl am ehesten zu dem passen, was die Anfrage ergeben würde. Und als letztes gibt es noch weitere Optionen, die man vielleicht zu dieser Anfrage mit auswählen könnte. Nun geht es weiter. Wählt man nun ein Produkt aus, öffnet sich ein weiterer Bereich. Das ist quasi die neue Produktdetailseite. Und dann kann man sich dazu Bilder ansehen, Videos ansehen, die es zu diesem Produkt geben könnte. Man könnte sich andere Produkte anschauen und man könnte sagen, ich möchte jetzt Zubehör zu diesem Produkt finden. Dann wird in dem großen Thread wieder angezeigt, welches Zubehör würde denn hierfür jetzt empfohlen werden. In dem Fall sind es verschiedene Setzgeräte, wo man dann hier wieder eine Frage stellen könnte, welches Setzgerät wäre jetzt aus welchen Gründen denn das Richtige. Man kann dem Produkt hier auch selber Fragen stellen. Außerdem kann man aus dem Produkt ein System erstellen. Häufig ist es ja so, dass ein Produkt gar nicht alleine verkauft wird, sondern dass Produkte im System verkauft werden, um ein Problem zu lösen. Bei Blindmuttern ist es zum Beispiel so, dass es eine zusätzliche Schraube und eine Scheibe benötigt, um überhaupt etwas zu befestigen, denn die Blindmutter ist ja erst das Gewinde. Außerdem braucht man dazu noch ein Montagewerkzeug. Mit diesem potenziellen System ließe sich jetzt natürlich auch chatten. Und alles das, was wir hier gesehen haben, kann noch erweitert werden durch einen Produktvergleich. Wir möchten jetzt mal diese drei Blindmutter miteinander vergleichen. Dann stellen wir Fragen, was unterscheidet denn diese Produkte? Was ist besser in der Verarbeitung? Was hat eine höhere Auszugskraft? Und wir beziehen uns in dem neuen Thread auf das, was wir hier gesehen haben. So funktioniert die neue Art, Produkte zu beraten. Mit Hilfe von multiplen AI-Agents, die an jeder Stelle für euch mitdenken, die Produkte beraten und alles Wissen zu jedem Produkt sofort verfügbar haben. Das Wissen ist vorhanden, es muss nur noch digital zur Verfügung gestellt werden.